Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass du zu mir gefunden hast oder auch wieder mit am Start bist. Ja, ich habe es ja schon angekündigt und zwar wollte ich noch das Kitting Up für das Bild von der Firma Diapop machen, die Künstlerin Finira. Und zwar das Mädchen mit Hut beim Spaziergang. Das hatte ich euch ja gesagt, dass ich das auf alle Fälle noch mache. Und das Bildchen wird hier in meinen Waldkoffer einziehen. Den hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Der hat die Tic-Tac-Dosen. Ich komme damit super klar, von daher darf das so da einziehen. Ja, holen wir mal das Bild raus. Ich habe jetzt noch die Schere hier. Da ist das Toolkit. Das Bild hatte ich euch ja vorgestellt. Das kann ich euch gerne mal verlinken, dass ihr das euch vielleicht noch mal anschauen wollt, wegen den Steinchen und allem drum und dran. Das zeige ich euch da ja. Und ja. So, Karton ist leer. Der kann rüber. Lege ich kurz alles hier drauf. Denn das Bild möchte ich einmal ausrollen. Dann kann sich das auch schon ein bisschen auslegen. Und dann kann man da weitermachen mit den Sachen. So. Genau, das ist das Toolkit, das lege ich jetzt mal rüber. Ich packe das immer wieder dazu, wenn ich die Bilder gezeigt habe, damit das alles irgendwie in einem ist. Und wenn ich sie dann lege, painte, dann wandert das erst raus. Ja, wir haben hier die Sticker-Legende. Das hier hebe ich mir auf für in mein Journal. Und hier haben wir einmal die Steinchen. Die holen wir mal alle raus. So, hier ist noch eine Papierlegende. Die werde ich mir auch auf alle Fälle aufheben, weil die kommt auch in mein Journal mit rein. Genauso wie das kleine Bild. Da mache ich mir noch eine Kopie, die dann hier mit in den Koffer reinkommt. Aber jetzt holen wir erstmal die Steinchen raus. Ups. Tüte festgeklebt. Dann holen wir die mal kurz hoch und holen die Sachen so raus. So. So. Und Tüte weg. Genau. So, dann schauen wir mal, wie wir damit starten. Ich bin gerade am Überlegen, dass ich die Döschen beklebe. Ich schneide mir gerade mal die Sticker-Legende hier aus. Moment.
So. Ich muss mal gucken, ich glaube, das muss ich mir hier ein bisschen abändern, weil das passt nicht komplett drauf auf die Döschen. Und ich hätte schon gern alles mit drauf. Wobei ich da mal schauen muss einfach. Schneiden wir jetzt gerade mal kurz grob ab. Ich glaube, dass das nicht ganz passt. Schauen wir mal gleich weiter. Ah doch, könnte, wenn ich vorne und hinten ein bisschen abschneide, könnte das doch funktionieren. Ja. So. Dieses. Und dann schneide ich hier vorne einfach noch mehr ab. So. Mal schauen, ob das so passt. Ja, finde schon. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir hier die Sticker noch aufhebe, weil die könnte man ja noch nutzen. Und dann schneide ich hier vorne einmal ab. So, das kommt dann auch rüber. Da müssen wir ein bisschen dichter. Wie pendet ihr denn? Pendet ihr nur mit den Symbolen oder habt ihr auch die Zahl dann noch mit dabei? Oder nur nach DMC? Ich meine, die Legende ist ja immer mit auf dem Bild mit drauf. Aber trotzdem habe ich irgendwie gerne, wenn alles gegeben ist und ich das irgendwie hinkriege, gern alles mit drauf. Deswegen, ja, gucke ich jetzt, dass ich das alles drauf kriege. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie ihr das so macht, wie das bei euch so ist. Das würde mich mal interessieren einfach, dass man da, ob es da noch andere Methoden gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch was Besseres als so. Ich finde das immer so eine kleine Fuselarbeit, die Sachen dann zurecht zu schneiden und zu machen. Aber es ist nun mal so. Ich meine, ich könnte das, nee, so ein Stickermaker, sowas habe ich nicht. Viele ziehen das ja auch durch die Papierlegende, durch ihren Stickermaker. Aber sowas habe ich nicht.
sondern ich habe es nur so. Ja. Also was ich schön fand, ist, dass es bei meinem anderen, bei dem Bild von mit der Nymphe von der Künstlerin Finira, das Bild habe ich mit Papieretiketten gemacht und einen Kleberoller dazu, wo ich dann nur die 3 Punkte gemacht hatte. Und ich muss sagen, das hat wirklich gut funktioniert. Also das war eine schöne Methode. Ich konnte einfach abschneiden und die 3 Sticker-Klebesachen setzen. Das hat wirklich schön funktioniert. War keine Fusselarbeit, war kein Hin und Her, sondern ja, das hat gut geklappt. Ja, ich meine, das hier funktioniert ja auch. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit, aber es geht. Ja, ich habe ja mein eines Mystery fertig. Ich hatte ja gesagt, wenn ich das Mystery-Bild fertig habe, dass ich hier mit ihm starte. Das Bild hier ist ja auch von der Künstlerin Finira. Und ja, mit den ganzen schönen Farben dazu. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie momentan auf einem Pastelltrip, könnte man meinen. Und also ich muss wirklich sagen, das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Ah, jetzt habe ich vorne vergessen. Nee. So. Das sind schon tolle Farben, die auch hier mit bei dem Bild sind. Ja. So ist das. Da oben noch. Und dann noch einmal kurz das Klebeteil. Ich weiß noch nicht, wie ich es hier mache, weil die AB-Farben sind ja mittendrin. Bei The One with the Diamond Art ist das ja immer am Ende. Und ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube ich weiß gar nicht, bei wem das noch ist. Ich glaube, Diamond Art Club hat das auch mitten drin, weil die ja am Anfang haben die ihre AB-Farben. Und die Spezialsteinchen haben sie ja zum Ende hin. Also andere Spezial, also AB ist ja auch ein Spezialsteinchen, aber ihre Fairy Dust Farben oder die Metallic Farben und sowas, das haben die immer am Ende von ihrer Liste. Ja. Aber ich glaube, ich lasse die hier mittendrin, weil die schön mit der laufenden Nummer sind. Und dann können die da drin bleiben. Und dann läuft das ganz gut. Na? Ja, das bisschen Fusselarbeit hier.
Aber wenn man mal weiß, wie, geht es eigentlich. Ich meine, ich könnte es ja auch einfach draufkleben, so wie es ist, aber dann steht halt was über und das persönlich mag ich jetzt nicht so gerne. Wobei ich auch hier gerade im Überlegen bin, ob das so gut funktioniert, da schon eine ordentliche Klebkraft hier hinten dran ist. Also ob ich das so wieder abgelöst alles kriege. Weil die Klebkraft hier von den Stickern, die ist schon ordentlich. Das darf man alles nicht unterschätzen. Sonst hat man nachher seine Döschen beklebt. Aber das ist auch nicht schlimm, das kriegt man auch wieder ganz einfach sauber. Seht ihr? Es ist an der Schere kleben geblieben. So, ups. So, noch einschneiden und dann kann man die Sachen schon drauf machen. Ich bin mal gespannt, ob ich die Trocknertücher brauche oder nicht. Aber die habe ich immer in meiner kleinen Schublade drin, damit ich die immer zum Greifen da habe. Sind auch schon zurechtgeschnitten. Sind noch ein paar größere dabei. Das ist dann ganz praktisch. Also ich muss sagen, mit den Trocknertüchern, damit komme ich sehr gut klar. Was bei mir nicht so gut funktioniert, ist dieses Reinhauchen. Das weiß nicht, da mache ich vielleicht irgendwas falsch. Oder es beschlägt nicht richtig bei mir. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist eine Sache, die bei mir nicht so gut geht. Trocknertücher rein und fertig. Das passt. So, jetzt haben wir sie alle geschnitten. Und dann könnten wir auch schon loslegen. Dass das hier einmal passt. Ich werde, wenn nicht alles reingeht, den Rest in den Tütchen lassen und die Tütchen dann hinten im Koffer reinmachen. Und auch hier die Tütchen, die hebe ich mir jetzt immer auf und schütte da die Steinchen auch wieder zurück, dass das zum Aufbewahren fertig ist. So, seht ihr? Das passt ganz gut. Das ist schon mal super. Das freut mich. Mal schauen, wie lange das hält bei mir. So, das hier ist ein AB. Der war ja nachher, glaube ich, hier hinten. 318, 307. So. So, dann haben wir ein bisschen 310. Ja, fast 14 Gramm, 13,5. Die sind auch ein bisschen statisch. Seht ihr, die hüpfen schon in der Tüte.
Aber in der Tüte ist das gar kein Problem. Wir gehen mal hin und machen da ein Trocknertüchlein rein. So. Machen wir hier eins rein. Ich mache jetzt nur ganz kleine rein, weil sie liegen ja da eine Zeit lang drin. Der kommt jetzt an den Deckel und hier kommt auch eins rein. Und dann passt das schon wieder. So. Der nächste. Ich finde die Symbole hier auf den Sticker, die sind sehr gut zu lesen. Also, da kann man nicht meckern. Und genauso ist es dann hier auf der Leinwand. Also die sieht man auch super. So, hier seht ihr es auch. Die Tüte ist ein bisschen statisch. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich ein großes hole oder ob ich da hier das kleine reinmache. Ich mache das dann immer rein, knuddel das ein bisschen. Und dann schütte ich es um. Das hier war noch nicht genug. Das muss noch ein bisschen mit dem Tuch in Kontakt kommen. So. Seht ihr, und dann geht das ratzfatz. Fertig. Aber ich werde mir noch gerade die großen Tücher holen, ne? Mit dem kleinen. Habt ihr ja gesehen, ist das in der Tüte ein bisschen blöd. Ich habe hier immer so meine Schublade. Und da ist das alles dann drin. Auch ganz große und hier sind die größeren geschnittenen. Und das Döschen steht auch immer dann so mit dabei. So. Das stellen wir jetzt hier oben hin. Und dann haben wir auch noch die Sachen fürs nächste. Und seht ihr, hier sind ein bisschen größer die Tücher. Dann passt das besser. Das hier wird jetzt auch nicht ganz in das Döschen gehen, aber das ist nicht schlimm. So. Ja, vielleicht doch. So, da legen wir auch noch einen rein. Holen die zwei noch dazu. Super. Ja, so ist das. Wie geht's denn euch so? An welchen Bildern paintet ihr denn gerade? Oder habt ihr nichts Bestimmtes, wo ihr sagt, ach ja, doch da oder da?
Oder wie paintet ihr? Paintet ihr eins nach dem anderen? Das habe ich am Anfang ja auch gemacht. Aber ich meine, ich bin auch noch nicht so lange dabei, jetzt 1,5 Jahre vielleicht, dass ich painte. Aber ich finde trotzdem, ja, dieser Unterschied mit mehreren Bildern zu painten, ist schon gravierend. Aber man muss sich, gravierend ist das falsche Wort, es ist schön, finde ich. Aber man muss sich von dem Gedanken lösen, dass man die Bilder ratzfatz fertig kriegt. Also das ist noch so ein Punkt, wo ich mich manchmal wirklich, was mir schwer fällt, so rum. Und davon muss ich mich noch lösen. Aber das ist auch, es ist kein Beinbruch, finde ich jetzt. Auch für mich selber nicht. Denn ja, man paintet halt so, wie man paintet. Der eine kommt wirklich super schnell voran und der andere halt nicht. Fertig. Bei mir kommt es auch immer darauf an, wie der Tag war. Also wenn der Tag extrem stressig war, dann ist es auch bei mir so, dass ich, ja, Entschuldigung, langsam painte. Also da brauche ich für ein Feld, für das ich manchmal vielleicht eine halbe Stunde brauche, definitiv länger. Ja. Also es ist wirklich tagesformabhängig bei mir. Aber das finde ich nicht schlimm, denn es soll ja entspannen und es soll einen runterholen. Und deswegen darf das auch gerne unterschiedlich Zeit in Anspruch nehmen. Ja. So. Und bei mir sitzt dann auch nicht jedes Steinchen gerade und akkurat, sondern so, es sitzt, wie es sitzt. Ja. Wobei ich mir da schon überlegt habe, ob ich nicht hingehe und wie andere auch mit einer Schablone arbeite. Ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen? Sitzt damit dann die Steinchen wirklich besonders gut? Oder ist das eher so, ja, nice to have? Ich weiß es nämlich nicht. Also, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass bei manchen Sachen diese Steinchen dann super gerade sitzen. Aber wenn man die dann weglässt, wird es dann nicht ungenau. Also kommt man dann nicht wieder in sein normales Painting-Verhalten sozusagen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das so ist. Und ob das so ist oder ob man dann wirklich in dieser geraden Linie einfach bleibt. Denn ja, das würde mich wirklich mal interessieren. Es ist ja auch so, bei mir sieht man zum Beispiel, wenn ich mit Mehrfachaufsetzer setze. Ja, das sieht man halt. Ja. Und man kann dann auch sehen, finde ich persönlich, ob ich mit einem Dreier, einem Vierer, einem Siebener oder gesetzt habe. Obwohl, ich habe ja bei dem Flower Rain, habe ich ja einen größeren Aufsatz gehabt. Ich glaube, das war ein 10er oder ein 9er sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich muss sagen, da habe ich Respekt vor. Das würde ich auch jetzt so nicht mehr nehmen. Ich glaube, das höchste der Gefühle war danach immer der 4er Aufsatz. Ja, aber wie gesagt, Dinge können sich auch noch mal ändern. Und ich glaube, wenn man damit gut Übung hat, dann funktioniert das auch. Was ich ja noch nie ausprobiert habe, ist dieses, was man ja da auch manchmal dabei hat, wenn man einen Koffer sich kauft oder sowas, ist dieses Rad. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Das kennt ihr bestimmt. Wenn ihr es seht, sagt ihr, ach ja, das. Da macht man ja den doppelseitiges Klebeband drumherum, den Klebestreifen. Und dann nimmt man damit aus dem Schiffchen die Steinchen auf. Und ja, das habe ich noch nie probiert. Aber ich sehe das manchmal in kleinen Videos. Und dann sieht das ja so akkurat und korrekt da drin aus, dass ich dann immer denke, so wow, toll. Aber irgendwie kann ich das dann auch nicht so ganz glauben, muss ich ja ehrlich sagen. No. Aber gut, vielleicht haben da manche wirklich so ein tolles Augenmaß und so eine ruhige Hand, dass das so einwandfrei funktioniert. Was ich auch schon überlegt habe, ist, ob man sich dann da ein Lineal nebendran legt, dass man halt direkt gerade rollt sozusagen. Aber ich weiß es nicht. Und ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Hat das einer von euch mal versucht? Das würde mich mal interessieren. Ja. Das ist nämlich eine Sache, wo ich mir wirklich denke, wer kann, der kann, ne? Ja, so ist das. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wir haben irgendwie heute, soll das laut Wetterbericht eigentlich schönes Wetter sein, aber bei uns regnet es schon seit morgens. Es regnet und regnet und regnet und regnet. Von daher dachte ich dann, heute ist der Tag, wo wir unser Kitting abmachen mit den schönen sachten Farben und den schönen Bild dazu. Da hatte ich richtig Lust drauf. Muss ich schon gestehen. Aber wird jetzt auch Zeit, dass die Sonne kommt. Ich muss jetzt auch mal die Woche gucken. Ich wollte eigentlich noch, ich weiß, ich bin ein bisschen spät. Oder für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich schon spät. Ich wollte noch Salat machen, säen. Ich habe immer in meinem Hochbeet den Pflücksalat. Die Frühlingszwiebeln muss ich mal gucken. Die lasse ich ja auch über Winter in meinem Hochbeet stehen. Und die haben sich jetzt von selbst wieder sozusagen ausgesät und vermehrt. Oder sind nochmal hochgeschossen sozusagen. Also da habe ich jetzt noch welche drin. Aber da muss ich mal gucken, ob ich da nicht noch was anderes mitmache oder ob ich noch mal neue sähe für nachher, für später in der Zeit. Ja. Muss ich mal schauen, aber das wollte ich die Woche noch machen. Mal gucken, wie es kommt. Ob ich da dafür die Zeit finde. Da ist noch ein anderer. Mal sehen. Wart ihr da schon fleißig? Und wenn ja, was habt ihr gesät? Oder habt ihr Jungpflanzen gekauft? Das hatte ich mir auch überlegt, ob ich das nicht vielleicht mache. Aber wie gesagt, da weiß ich noch nicht, weil ich habe so viele Samen von mir. Also wie gesagt, ich mache das ja schon jahrelang so, dass ich die Samen von meinen ausgesäten Sachen hole und die dann fürs nächste Jahr einfach immer wieder nehme.
Nur um da vielleicht mal frischen Wind reinzubringen, dachte ich, dass ich da vielleicht mal neu kaufe. Also so gut kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Mit den Sachen vom Garten her. Ich habe das bis jetzt immer so gemacht. Auch bei den Erdbeeren dann, dass ich eine Altpflanze habe und dann eine Jungpflanze davon sozusagen. Ja, das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Ja. Und wir hatten immer gut Ertrag. Ja, und dann mal gucken mit dem Salat. Wie gesagt, da mache ich immer den Pflücksalat und kein Kopfsalat und sowas. Das mache ich jetzt nicht. Habe ich früher auch gemacht, aber ich habe festgestellt, dass der Pflücksalat oder auch zum Beispiel dieser Asiasalat wirklich super funktionieren. Und das ist auch ein Salat, den wir essen, und den kann ich dann immer frisch einfach pflücken, wie wir eben brauchen. Ja. Ich denke mal, dass ich das so weiterhin machen werde. Mal schauen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen bei uns. Ich wollte eigentlich am Wochenende, also nicht, ja, nach dem, oder am Wochenende, sage ich schon, am 1. Mai, wollte ich eigentlich mit der Familie grillen. Aber ich glaube, das müssen wir ein bisschen umdisponieren. Denn wir haben ja einen überdachten Grill. Und mit Holzbalken, dann noch mit dem Dach halt drüber sozusagen. Und die Holzbalken bieten so einzelne Schlupfwinkel, Schlupflöcher. Und ja, da haben jetzt Vögel genistet in den Balken, zwischen den Balken. Und ich möchte die Vögel eigentlich ungern jetzt stören mit gegrilltem. Und deswegen denke ich mal, dass wir uns, wenn wir grillen, das Dreibein vielleicht ausleihen. Mal schauen. Der hat jetzt nicht da reingehört. Jetzt hat er eine neue Familie, der Stein. Fertig. Ja, also da muss ich mal schauen, wie wir das machen. Denn wie gesagt, ja, stören möchte ich die Tiere ungern. Wenn sie sich schon so einen Nistplatz aussuchen, dann dürfen sie da auch bleiben. Für die Zeit, wo sie nisten und Babys kriegen, so nachdem ihre Kinder schon großziehen. Ich finde das auch immer sehr schön. Das sind so Sachen, das stört mich nicht. Wir hatten früher in der Garage Stieglitze. Warum auch immer die in unserer Garage genistet haben, aber die haben jahrelang immer in unserer Garage genistet. Und dann haben wir natürlich auch unsere Garage offen gelassen, weil die Vögel ja rein und raus mussten. Ja, das würde ich aber jetzt, weiß gar nicht, ob ich das in der heutigen Zeit jetzt noch so machen würde. Wenn ich mir das so vorstelle, die Garage komplett offen lassen, weil Garage und Keller ist bei uns eins. Da steht ja alles jetzt drin bei uns, auch von den Kindern, die Fahrräder und. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch machen würde. Kann ich euch nicht sagen. Zum Glück ist es nicht mehr so. Er kam nicht mehr, unser Stieglitz.
ja. Von daher muss ich mich mit dem Thema so nicht befassen. Aber das ist schon, ja, ich weiß gar nicht. Das ist auch so eine Sache, wo man immer mal wieder gucken muss. Was ich ja schade finde, ist bei uns hier, wir hatten ja bei uns am Dach immer die Fledermäuse. Also so richtig süße kleine Fledermäuse. Und die haben wir auch immer gelassen, also war top. Dann haben wir unser Dach ja gedeckt oder neu decken lassen, weil unser Schiefer schon sehr, sehr in die Jahre gekommen war. Das war noch die erste Deckung von dem Haus. Das hat auch der Dachdecker sagte, mein Papa hat das noch gedeckt, euer Dach hier damals. Und ja, musste halt leider mal neu gemacht werden. Und dann haben wir aber extra für die Fledermäuse die Teile damit einbauen lassen. Also mir persönlich war das wichtig, muss ich ehrlich sagen, denn ich finde, ja, wenn ich schon was tun kann für die Tiere, dann mache ich das auch. Und ja, aber leider sind nicht mehr so viele da wie vorher. Also es waren mal mehr. Es sind noch so, ich weiß gar nicht, ich sehe sie jetzt auch nicht mehr so häufig. Es sind vielleicht 2, 3 Tiere noch. Finde ich sehr schade, aber ja, ich meine, wir haben auch in den Lebensraum von ihnen eingegriffen. Aber es musste gemacht werden, das Dach. Ja, ist immer so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Na, man will ja was machen oder man muss es machen und dann ist es immer schade, wenn da was anderes drunter leiden muss. Ja, aber gut. Ist halt so. Vielleicht kommen sie auch wieder. Ich weiß es nicht. Wird man sehen. Aber ich glaube, ja, nach 2 Jahren. Vielleicht haben sie auch ein anderes schönes Zuhause gefunden. Wer weiß. Ja. Jo. So ist das. Na. Also ich muss sagen, das Statische, finde ich, jetzt hält sich bis jetzt in Grenzen. Da hatte ich schon Schlimmeres. No, aber das hier ist super. Ich finde auch die Sticker passen gut drauf. Das sind super schöne Farben. Das ist schon, ja, ein schönes Bild. Ich freue mich jetzt auch, dass das abgekittet wird. Dass ich das mal so schön belegen kann, wenn mir danach ist. Ich freue mich auch drauf, draußen zu sitzen und zu painten. Das mache ich gern sonntags. Das ist schon sehr, sehr entspannend, muss ich gestehen. Sonntags, nachmittags draußen sitzen und zu painten. Na, einer ist noch drin. Jetzt ist er weggesprungen. Sehr, sehr schön. Also für mich ist das wirklich Entspannung pur. Oder auch die Handarbeit. Also ich muss mich immer entscheiden.
Will ich jetzt das oder will ich das? Das ist immer so, das ist dann immer so schwierig. Also, wenn man zwei Sachen hat, die man wirklich extrem gerne macht, sich dann zu entscheiden. Ja, ich glaube, das ist schon schwierig. Ich weiß gar nicht, wie das andere machen. Wenn dann andere 3, 4 Hobbys haben, wenn ich mir dann vorstelle, meine Schwester stickt ja auch gerne. Die häkelt gerne und stickt gerne. Und wenn ich noch Sticken dabei hätte, also ich wüsste nicht wie. Oder Stricken. Ich meine, Stricken ist schön. Also meine Mama strickt ja viel. Also die häkelt und strickt. Ich habe ja beides von ihr gelernt. Aber sie ist auch super schnell im Stricken. Also das darf man ja nicht verwechseln. Ja, ich bin super lahm und sie ist super schnell. Und ja, wenn ich mir vorstelle, das noch dabei, wow. Ich glaube, dann wäre ich eine Zeit lang beschäftigt. Dann wüsste ich gar nicht mehr, wo ich starten und enden kann. Wie ist das bei euch so? Habt ihr auch mehrere Sachen, wo ihr gerne macht? Und entscheidet ihr dann immer spontan? Oder gibt ja auch manche, wie ich schon mitgekriegt habe, die machen sich einen Plan. Heute arbeite ich da dran, morgen arbeite ich da dran und nur eine halbe Stunde hier und nochmal eine Stunde da. Und ja, ich weiß gar nicht, kennt ihr sowas? Oder wäre das was für euch? Ich persönlich wüsste es jetzt nicht, ob das was für mich wäre. Oh, mein brauner Stein. Rot. Wo haben wir denn hier unser Braun? Da. Das Haar. Ja, ich müsste wirklich mal gucken. Ich wüsste es nicht. Also, ich meine, Sticken und sowas, ich finde das Sticken und Stricken finde ich unheimlich schön. Das ist eine wirklich schöne Handarbeit. Das muss mal gesagt sein. Auch Malen nach Zahlen ist auch wirklich, wirklich schön. Ja. Aber ich glaube, da hätte ich ganz schön viel. Und wie macht man das dann? Ja. Und ich wüsste auch nicht, ob es für mich persönlich jetzt so wäre, dass mich das dann vielleicht ja, ein bisschen unter Druck setzt. Bin ich verkehrt. Ich habe den verkehrt gestellt. 23, 24. Ja, weil ich ja die Sachen dann auch machen möchte und fertig haben möchte. Ich habe ja eben schon gesagt, bei so Sachen, da muss ich mich davon lösen, weil ich auch hier bei den Bildern manchmal denke, so, oh, jetzt bist du so lahm, Mädel. Das gibt's ja gar nicht. Oder wenn ich einen wirklich stressigen Tag hatte und ich dann abends noch eine Runde painte, ja, und dann schaffe ich nur ein ganz kleines Feld und dann denke ich mir, mein Gott, jetzt paintest du eine Stunde und du hast ein Fältchen. Also, das ist ja nix. Ja. Ja. Aber das sind halt Sachen, davon muss man sich lösen. Ich glaube, das geht ein Teil geht so wie mir. Und ein anderer Teil denkt sich, was redet die denn da? Eieiei. Ja, so ist es. So, jetzt haben wir fast die Hälfte. Fast, noch nicht ganz. Ja.
So ist es. Deswegen. So. Ich würde mal sagen, da wir jetzt fast die Hälfte haben, machen wir noch gerade hier die Reihe hier, den einen zusammen. Und danach mache ich mal ein Speed rein sozusagen, dass wir noch wenigstens ein bisschen Fortschritt sehen. Ich bin auch in der Hinsicht immer ein bisschen, ja, ihr wisst es, langsamer, so. Ich bitte halt immer, ich denke halt immer, ich will das mir auch so schön vorbereiten, wie ich kann. Oh je, und jetzt denken manche, was, das ist schön bei dir, oh je, dann aber gute Nacht. Ja, so ist das. Also für mich persönlich, ja. Und ja, dann haben wir gleich mal einen Speed, damit ihr auch vielleicht ein bisschen Fortschritt noch seht. Dann würde ich sagen, machen wir gleich die letzten, weiß ich nicht, 10 Farben noch einmal zusammen, dass das wenigstens für euch nicht zu lang ist. Ja. Schön. Ja, dann hören wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir noch unsere 10 Farben und meine Trocknertücherchen gehen hier zur Neige. Das heißt, ich hole mir gerade welche noch mal raus und schneide mir gerade noch mal kurz einmal neu zu. Ich muss sagen, so die Qualität der Steinchen hat mir jetzt bis jetzt sehr gut gefallen. Dass da manche statisch sind und manche nicht, das ist halt so.
Das hängt auch immer mit der Tüte und allem zusammen. So, und dann haben wir hier noch mal welche. Ja, also die Trocknertücher, das liebe ich gerne. Ihr könnt auch feuchte Trocknertücher nehmen, das funktioniert, glaube ich, genauso gut. Ich habe jetzt trockene. Ist aber auch komisch, denn ich benutze die nur für Diamond Painting. Für sonst, also für den Trockner rein, extrem selten. Ja. Weil ich meine Wäsche meistens aufhänge. Es ist so, ich hänge sie auf, dass es an der Luft trocknet. Am liebsten ist es mir eigentlich draußen mit der Wäsche aufhängen, aber manchmal jetzt reicht das gar nicht. Eieiei, ich falsch gezählt. Nicht schlimm, bleibt einer im Kästchen. Ja, am liebsten noch draußen am Wind, in der Sonne. Mit Wind dabei, dann trocknet das wirklich toll. Und man muss nicht mehr so viel nachbügeln. Weil bügeln ist was, das mache ich nicht sehr gerne. Das ist nicht so meins. Aber gut, muss auch manchmal gemacht werden bei manchen Kleidungsstücken. Muss bügeln sein, weil sie sonst nicht so schön trocknen. Und bei anderen halt nicht. Ich habe zum Glück ja, Kleidung, wo es reicht im Wind. Wenn der Wind geht, dass der mir die glatt zieht sozusagen. Aber auch nicht alles. Die Leinenhosen und sowas, das muss halt alles nochmal nachgebügelt werden, weil man sonst diese Schleuderfalten, nenne ich sie jetzt mal, sieht. Zumindest ist das bei mir so. Und das finde ich dann auch nicht so rosig. Hier ist noch ein ganz alter Stein drin. Weg. Weg damit. In dem Kasten war ja vorher das Alice-Bild drin. Und ja, da habe ich die Steinchen auch wieder zurück in die Tüte sortiert, die ich übrig hatte. Und das hat auch wunderbar funktioniert. So weiß ich dann auch immer, von welchem Hersteller das ist, weil jeder Hersteller hat ein bisschen anders die Tüte. Und dann ist das immer ganz schön so. Da muss ich mir nicht irgendwie irgendwas aufschreiben. Ich habe am Anfang, bin ich hingegangen und habe mir Klebepunkte und so gemacht und hin und her. Und jetzt bin ich drauf gekommen, das Ganze wieder zurück in die Tütchen zu machen, weil, wie gesagt, jeder Hersteller hat so ein bisschen seine Eigenart, die Tütchen zu beschriften und sie fertig zu machen, und deswegen kommt das bei mir wieder zurück ins Tütchen. Es kommt auch immer darauf an, die hier Tütchen sind jetzt stabil, finde ich, und deswegen werden die da drin auch wieder oder da wieder zurückwandern, reinwandern, wenn das Bildchen fertig ist. Und bei anderen, ja, bei Diamond Art Club zum Beispiel, da ist das ja nicht der Fall, sondern die bringen das ja in diesen anderen Beutelchen. Und da gehe ich natürlich auch hin und mache mir die Steinchen in Tütchen fertig. Und beschrifte mir das dann, dass das von Diamond Art Club ist und alles, damit ich das weiß. Wobei, das muss ich dann wahrscheinlich auch bald nicht mehr machen, weil ich ja dann die Tütchen der anderen Hersteller habe.
und ich dadurch erkenne, ob das Diamond Art Club ist oder nicht. Ja. Tini Schnickschnack hat ja auch die Sachen in den Plastiktütchen, wo man noch aufschneidet und alles. Und ja, mal gucken. Vielleicht dann doch, weil von ihr habe ich ja auch Bilder und Steinchen, weil ihre Steinchen sind ja auch eine super Qualität. Mal gucken. Und das sind dann halt nur die 2 Hersteller, von denen ich das dann so mache. Mal schauen. Wie gesagt, bei den anderen Sachen habe ich das auch so. Ja, da hatte dann jeder eine bestimmte Farbe. Diamond Art Club war eine Farbe und The One with the Diamond Art eine extra Farbe. Und. Und dann ja, hatte ich das so aufgeteilt in meinem Reste-Steinchen-Lager. Aber wie gesagt, jetzt werde ich es halt rummachen und dann immer wieder mal gucken. Wenn die Steinchen dann zusammen gehören vom Hersteller her, dann kommen die auch dann in eine Tüte und dann ist das super. Ja. Jetzt erstmal schauen. Ja, ich habe doch nur 54 Stößchen hier und ich habe 55 Farben. Konnte mir das keiner vorher sagen. Nee, es wäre trotzdem hier reingewandert, weil ich den Koffer mag. Deswegen wäre es trotzdem da reingegangen. Fertig. So, und ein Tütchen im Zipper. Ach, damit kann ich leben. Das kann ich verschmerzen. So, seht ihr, jetzt dachte ich, ich wäre super vorbereitet für mein Kitting Up und Pustekuchen. Marie hat nicht gerechnet. Dachte mit 55 Farben, ja, der Koffer passt. Hat ja über 50. Hat auch nur 54, junge Frau. Tja, ja. So kommt man. Naja. So ist das halt manchmal. Oh je. Ist ja nicht schlimm. So. Tja. Na. Da habt ihr wahrscheinlich schon am Anfang gedacht, der Koffer passt doch gar nicht. Tja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Habt ihr gemerkt, ich bin Blitzmerker. Oh je. So ist. Na ja. Immer mal was Neues. Ne? Dafür hat es aufgehört zu regnen. Hihi. Es ist kein Regen da. Das ist schon mal gut, das freut mich. Mal gucken. Was das heute noch gibt. Na. Sind ja noch ein paar Farben in Tütchen. Fertig. Merkt ihr, das beschäftigt mich jetzt schon. Ah, ja. Aber das ist halt. Ach, dann lasse ich die AB-Farbe im Zipbeutelchen. Dann weiß ich, dass das ist.
denn die weiße AB-Farbe. Also 5200. Dann habe ich da auch den Sticker noch. Doch, doch, das geht. Schön. Das passt. Machen wir die noch. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Ich freue mich jetzt, dass es aufgehört hat zu regnen. Dann werde ich gleich noch eine Runde mit meiner Hündin drehen. Dass es die auch noch was vom Wetter hat. Sie ist zwar ein Labrador, aber sie mag kein Wasser. Ich weiß auch nicht. Passt zur Familie vielleicht. Ja, aber schön, dann hat die, gehen wir noch spazieren. Das wird schön und dann denke ich mal, werde ich danach noch hier was an dem Bild machen. Ich klebe mir den jetzt einfach hier drauf. Ordnung muss sein. Hier hole ich noch das Sternchen raus. Die 36, habe ich einen vergessen. Genau. So, und dann haben wir hier unsere 3 Farben. Dann mache ich jetzt so ein großes Ding rein. Großes Tüchlein wollte ich sagen. Hier auch. Da kommt auch was Größeres rein. Denn ich finde immer, wenn die noch in der Tüte bleiben, dann laden sie sich noch mal ein bisschen stärker auf. Oder schneller wieder auf. So. Der hier, der hatte ja nicht mehr gepasst. Mal gucken. Vielleicht kriegt er doch noch ein bisschen was da rein. No. Wer weiß, vielleicht ein Stückchen noch. Doch. Ups. So. Passt. So. Der 310. Kommt, wenn das mit 13 Gramm gepasst hat, müsste das ja auch passen. Eigentlich. Jetzt wird mir wieder mein Arbeitskollege sagen, eigentlich macht jeden Satz kaputt. Aber es passt. Guckt euch das an. Aber fast 13,5 Gramm. Muss ich nur noch das Deckelchen drauf kriegen. Jo. Da. Seht ihr. Passt. Sehr ergiebig, diese Dosen. So. Das kommt doch da rein. Die kommen in die Mappe hier oben in das Netz. Das hier, wie gesagt, das schneide ich mir noch zurecht und dann klebe ich mir das in mein Journal ein. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Ich bin mal gespannt, ob das auch so pastellig rüberkommt, das Bild. Mal schauen. So, und dann haben wir alle Farben einsortiert, bis auf eine. Das ist halt so.
Die Farbe ignorieren wir jetzt, wird trotzdem gepainted, fertig. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Kitting gefallen. Ja, für Anregungen, sonstiges, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann werdet ihr dieses Bild ab und an mal in einem VIP in Chat sehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst gerne ein Däumchen da, ein kostenloses Abo, wenn ihr mögt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.